Rita braut dort hinten irgendwo beim Harry Potter Bereich herum. Sie hat heute schon einen Harry Potter Film angeschaut, ich glaube Fantastische Tierwesen. Und jetzt ist sie wieder gehypt bis zum geht nicht mehr. Außerdem ist sie eingepackt wie ein Eskimo. Also da sagt noch wer mal, dass Frauen normal sind. Es gibt nur zwei Extreme. Entweder es ist ihnen heiß oder es ist ihnen kalt. Hoppala, das ist jetzt ein bisschen zu nahe gezoomt. Verzeiht mir. So nahe wolltet ihr mich wahrscheinlich gar nicht sehen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Ich bin aber heute nicht hier, um mich zu filmen, sondern wir haben viel was Besseres vor. Es hat jetzt lange Zeit kein Update zu der U-Bahn-Strecke gegeben. Das hatte den Grund, dass ich dort sehr viel gebaut habe und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das mal, wenn es wirklich was Vorzeigbares gibt, und das ist heute soweit. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Wir müssen schauen, wie wir das mit dem Licht machen. Es ist nicht besonders hell dort unten, aber keine Sorge, es wird ja noch beleuchtet früher oder später. Außerdem ist es gar nicht so schlimm, glaube ich. Versuchen wir es mal mit dem zusätzlichen Licht. Ich glaube, das macht es gar nicht so viel besser. Ja, das ist jetzt der Status quo in der U-Bahn-Station. Ihr seht also, es hat sich hier einiges getan. Wir haben einerseits hier, wobei alles noch im Begriff ist, geändert werden zu können. Also es ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt, was hier aufgebaut ist. Es ist, glaube ich, trotzdem besser, wenn wir hier ein bisschen das Licht anmachen. Wir haben hier einerseits hier im Vordergrund den Bahnsteig, so wie er vorher war, also mit grauen oder teilweise auch bunten Plates. Den habe ich jetzt ein bisschen verschönert, und zwar mit Dark Tan. Ich habe mich dafür entschieden, dass da es eine Farbe ist, die, glaube ich, sehr oft für U-Bahn-Stationen verwendet wird. Ich habe geschaut, welche Fliesen wir in rauen Mengen haben, und da war Dark Tan eine Auswahl. Die haben wir ja dankenswerterweise von meinem Vater aus dem Lego Store bekommen. Ein bisschen Verzierungen eingebaut mit hellgrau vorne an der Einstiegskante und auch in der Mitte. Dann haben wir hier zwei solche Säulen, die erinnern mich ein wenig an uralte U-Bahn-Stationen, die ich schon des Öfteren wo gesehen habe, keine Ahnung, in Wien oder auch in Berlin zum Teil, mit Dark Orange. Das war zuerst eine Farbe, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, macht sich aber irgendwie gar nicht so schlecht. Also wenn das euch überhaupt nicht gefällt, dann können wir das natürlich noch ändern. Was hier vielleicht noch reinkommt, das habe ich jetzt noch nicht gebaut, ist, ich werde hier und auch hier, also an allen Seiten, noch die ein oder andere Fliese wieder entnehmen, und das sind so Brick Modified, die so auf der Seite auch so eine Noppe für eine Steinaufnahme haben, und da werden wir stattdessen dann noch irgendwelche, Kronleuchter wahrscheinlich nicht, aber irgendwelche Lampen rausstehen lassen, die dann den Bahnsteig ein bisschen beleuchten. Dann haben wir hier 3 an der Zahl Bänke, die habe ich auch mit Teilen verbaut, die wir noch nie genommen haben. Hier, die werden des Öfteren für Couches und Betten verwendet. Habe ich mir gedacht, passt eigentlich ganz gut. Also sie sind doppelt, wir müssen jetzt noch ein bisschen schauen, wie wir das filmen, weil es hier ein wenig schwierig ist. Auch immer mit Mistkübeln, also Mülleimern versehen, und das sieht, denke ich mal, ganz nett aus, überhaupt wenn dann hier ein paar Leute unterwegs sind. Was kommt hier noch? Hier wird auf jeden Fall noch ein Kartenautomat für die U-Bahn-Tickets aufgestellt. Hier, das habe ich mir gedacht, ist so eine Art U-Bahn-Netzplan, also wo auch jemand davor stehen kann und sich den Fahrplan anschauen kann, wenn er nicht weiß, wohin. Und ja, auf dieser Seite hier, wo eben der Zug so reinkommt, wo der Bahnsteig immer breiter wird und der andere schmäler, habe ich mir gedacht, kommt dann noch entweder eine Treppe, die auf die andere Seite rüberführt, oder auch ein Lift hin. Das habe ich mir noch nicht überlegt, wie wir das am besten machen. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Platz wir dann wirklich haben und wie viel Platz so eine Treppe oder ein Lift, ein Fahrstuhl brauchen wird. Und auf der anderen Seite seht ihr jetzt schon, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Wir haben hier im Legoland sehr viele dieser Arches gekauft in hellgrau, die sind sonst sehr teuer, die bekommt man in großen Mengen fast gar nicht. Ich habe die mir jetzt mal im Legoland Fabrikshop gesnackt und habe jetzt mal versucht, hier ein bisschen was aufzubauen. Ihr seht schon, Moment mal, machen wir es vielleicht mal kurz so, und ich komme mit dem 12-Volt-Zug hier um die Kurve. Das heißt also, wenn der hier hineinfährt, es passt auch von der Höhe ganz gut, denke ich mir. Also wir haben es ganz gut erwischt. Es wäre vielleicht noch eine, oh, hier fällt gleich
Klemmbausteine Forever raus. Ich weiß nicht, warum der hier nicht gescheit sitzt. Eine Fliese wäre noch gegangen, wobei ich nicht weiß, ob jeder Waggon gleich hoch ist von den Türen. Wir werden ja eine U-Bahn mocken, also es bleibt nicht der hier, wobei sich der eigentlich ganz gut eignen würde als U-Bahn-Wagen, finde ich. Machen wir wieder zu. Kopf eingezwickt von unserem Herrn Kollegen. Also die Höhe passt hier jetzt eigentlich ganz gut und ihr seht, wenn wir hier jetzt hier durch cruisen, dass wir hier jetzt dann diese Tunneleinfahrt haben. Die könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger machen, habe ich mir gedacht. Das ist so die Standardhöhe eines Waggons plus Stromabnehmer und da ist oben schon noch, ich glaube, fast drei Noppen Platz. Also ich glaube, ich mache es noch ein bisschen, weil U-Bahn bauen ist ja teuer und wir werden hier noch ein bisschen den Tunneleingang niedriger machen. Genauso hier dann natürlich außen, wobei hier bleibt er nur halb, dass man hier also quasi so rein sieht in dieses Diorama. Ihr seht, ich habe hier auch schön aufgemauert und einiges an Arbeit hier reingesteckt. Hier sind noch diverse kleine Löcher in der Wand, auch hinten, damit wir hier noch irgendwelche Uhren oder auch Lampen aufhängen können. Das ist hier sehr flexibel, das habe ich alles modular gebaut. Das heißt, man kann einfach diese ganze Wand hier entfernen und braucht sich da nicht hineinquetschen und das irgendwie so schlecht aufbauen. Das geht eigentlich sehr gut vonstatten. Hier verschwindet dann dieser Zug hier im Tunnel. Das funktioniert auch ganz gut. Ich werde nur natürlich hier die Hinterwand des Tunnels ein bisschen noch weiter bauen, dass man hier nicht so in dieses dunkle Loch reinsieht, sondern dass das so aussieht, wie wenn das ein richtiger Tunnel wäre. Genauso hier werden wir auch noch andeuten, dass hier das in den Tunnel reingeht. Auf der anderen Seite, ihr habt es schon gesehen, haben wir einerseits die Mauer schon ein bisschen hochgezogen. Das wird alles noch ein bisschen höher. Ich habe mir gedacht, wir machen das wirklich so weit, bis wir hier oben auf der Holzplatte ankommen. Das sind also noch ungefähr, weiß nicht, 5 oder 6 Bricks Höhe. Oben vielleicht auch noch irgendwelche Arches. Das kommt darauf an, wie viele wir dann wirklich haben und ob wir die dann im restlichen Verlauf der U-Bahn dort hinten auch verwenden. Auf jeden Fall habe ich das jetzt mal ausprobiert, wie das aussieht und wir haben jetzt hier, weil ja, ich mir gedacht habe, auf einer Seite, besser gesagt auf der hinteren, wo man sich die Sicht nicht so versperrt, es würde keinen Sinn machen, hier auf dem vorderen Bahnsteig große Geschäfte und Aufbauten zu machen, denn dann würde man nicht nach hinten sehen. Hinten habe ich aber, weil da sowieso eine Wand hinkommt, ein paar kleine Geschäfte hingebaut und da beginnen wir, glaube ich, gleich mal mit dem, was das erste ist, wenn man reinkommt. Es ist ein 12 Volt oder besser gesagt 9 Volt, je nachdem, Ticketshop, wobei man hier nicht nur 12 Volt Tickets kaufen kann, sondern natürlich auch ganz normale U-Bahn-Tickets. Wir haben hier und es wird bitte auch alles noch beleuchtet. Ich bin gerade am Schauen, wie wir das am besten machen, dass wir hier oben LEDs reinbekommen, dass das dauerhaft und auch gut beleuchtet ist. Wir haben hier eine Frau, die die Tickets verkauft. Sie ist sehr freundlich. Sie hat einen Computer. Rechts von ihr haben wir so ein altes Zugterminal mit einem Telefon und einem Pizzakarton. Oben natürlich schönes Ticket. Schild und dann haben wir hinter ihr einen Kopierer, über ihr ist auch noch eine Uhr, aber die seht ihr jetzt im Moment nicht und dann haben wir ihren faulen Kollegen, der hier mit seinem Croissant und dem Kaffee vor der Glotze sitzt. Ihr könnt es vielleicht sehen, das ist so ein alter klassischer 90er Jahre Lego-Fernseher, das war noch so Röhrenfernseher sogar und ja, das ist also das. Ich habe extra diese teuren Fenster genommen, die ich mir mal bei Bricklink gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, die sehen ganz gut aus. Und muss ganz ehrlich sagen, hat auch wirklich seinen Zweck sehr gut erfüllt. Dieses Tickethäuschen sieht sehr ansehnlich aus. Als nächstes, das wird jetzt ein bisschen von der Säule verdeckt. So, ein Pizzaladen, hier ist noch kein Personal eingezogen, Rita muss hier noch ihre Arbeit verrichten. Wir haben hier in Dots-Schrift den Schriftzug Pizza. Vorne an der Theke gibt es die Auswahl in Form einer Speisekarte, da kann sich die Kundschaft aussuchen, welche Pizza sie gerne haben möchte. Und dann haben wir rechts einen Pizzaofen, links jede Menge Pizzakartons, hinten das Equipment für die Angestellten, Kasse, dann auch noch so einen kleinen Getränkespender und natürlich die Pizzen, die momentan gerade warm gehalten werden und bereit sind, serviert zu werden. Rechts, wie gesagt, der Pizzaofen, da sieht man, glaube ich, nicht besonders gut rein. Ist auch so. Sieht auch ganz nett aus, finde ich. Ich habe da einfach Steine genommen, von denen wir noch viele hatten. Wir hatten noch extrem viele der gelben Bricks. Habe ich mir gedacht, für Pizza passt eigentlich gelb ganz gut.
Als nächstes habe ich einen sehr klassischen Zeitungskiosk gebaut. Hier ist auch noch kein Personal. Das Einzige ist, wir haben irgendwie keine gescheiten Zeitungen mehr. Wir haben nur mehr diese hier, die wir aus dem Legoland gekauft haben und sonst noch irgendwas mit Tieren. Es ist die gesamte Wand hinten fast durchgängig mit Zeitungen zugekleistert. Für links und rechts habe ich auch noch was vorbereitet. Da sind aber noch keine Zeitungen platziert, weil wir keine anderen Motive mehr haben. Auch vorne möchte ich gerne, dass das noch Magazine werden. Das sollen nicht diese Zeitungen bleiben, sondern Magazine. Und der Verkäufer hat hier auch noch so einen Getränkekühlschrank, wo es Vita Rush Limonaden gibt. Dahinter eine Kasse. Das ist ein bisschen kleiner, das Geschäft, aber das passt, finde ich, auch ganz gut rein und fügt sich hier ganz gut in das Gesamtbild. Als nächstes, wir gehen mit unserer Beleuchtung wieder weiter. Ein Blumenladen, da habe ich diese, ich weiß gar nicht, was das für Teile sind, diese Bögen aus der Hidden Side Schule genommen. Die haben wir ja mal, ich glaube, 2 oder 3 Mal ganz billig gekauft, als es die noch gab und wie die aus dem Sortiment genommen wurde. Das heißt, das Geschäft besteht also gar nicht aus einem fixen, zu versperrbaren Raum, sondern mehr aus diesen Arkaden. Ich habe oben von, ich glaube, das war auch bei einem Videoset dabei, diese blaue Blume als mehr oder weniger Logo, und dann haben wir jede Menge verschiedene Blumen. Rita hat mir da eine Seite auf, ich glaube, Instagram aufgemacht, wo es verschiedene Blumenmotive gab, und da haben wir wirklich ganz coole gefunden. Hier bin ich noch am Schauen. Ich möchte nämlich noch so Glockenblumen bauen, und die habe ich noch nicht fertig. Da muss ich noch schauen, wie ich da am besten vorgehe. Die gab es nämlich mal beim Videospiel Lego Worlds. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat es so Glockenblumen gegeben, die hier auf diese Pflanze so montiert wurden, und ich brauche hier noch einen Stift, den ich hier durchstecken kann, damit ich dann links und rechts diese beiden, rosa hätte ich auch noch im Angebot, muss ich schauen, was besser aussieht, aufbauen kann. Das sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus. Hier wird auch noch eine Blumenverkäuferin oder ein Blumenverkäufer einziehen und eine Person vielleicht, die sich die Blumen ansieht. Auf jeden Fall kann man auch mit Lego Blumen, und da eignen sich vor allen Dingen auch die Teile aus den Friends-Sets sehr, weil zum Beispiel das sind ja diese Sterne, die eigentlich als Haarschmuck immer dort verwendet werden. Die tun wir immer auf die Seite und dann in die Reservekiste, und die brauchen wir jetzt hier. Und ihr seht, hinten ist also noch ein bisschen Platz für Blumen. Und als letztes, da muss ich jetzt schauen, wie ich das am besten filme, haben wir hier eine Bäckerei. Da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen. Da gibt es im Internet auch ganz coole Vorschläge, wie man sowas bauen kann. Das ist hier jetzt in der Farbgebung, ich glaube, Lavendel oder Helllavendel, ich weiß es jetzt gar nicht, Lavendel, glaube ich, ist das, ja. Und braun hier mit Croissants, hier auch an der Ecke, links davon 9 so kleine Fenster, wo ich noch keine Fensterscheiben, doch ich habe welche, aber in blau, und ich möchte gerne durchsichtige, sonst werden die Baguettes dahinter so dunkel. Die sind, wie gesagt, hier so an einer Hingeplate aufgehängt. Das sieht auch ganz cool aus. Zuerst wollte ich 4, jetzt sind es insgesamt nur 3. Und es gibt, wie gesagt, hier verschiedene Arten von Brezen, Croissants, Baguettes und auch Kuchen. Und ja, wie gesagt, hier oben vorne mit so einer Art Markise, dass das alles sehr schön aussieht in verschiedenen Rosatönen oder Lavendeltönen. Und ja, soweit ist das hier jetzt mal und sieht, denke ich, Moment, ich zoom kurz zurück, dass ihr nochmal alles sehen könnt. So sieht jetzt mal der U-Bahn Hauptbahnhof aus. Wie gesagt, kann sich natürlich alles gerne noch ändern, wenn ihr Vorschläge habt. Ich werde mich ansonsten jetzt mal dazu bewegen, dass ich hier hinten auch noch die Mauer aufbaue, damit man hier also mehr oder weniger wie ein gesamtes Diorama hat, dass man nicht mehr durch das gesamte Layout durchschauen kann, sondern mehr oder weniger so in eine Nische hineinschaut, und das wird sich dann bis hier hinten ziehen. Hier habe ich schon ein paar Teile vorbereitet, die hier auch noch verwendet werden, also so ein zweiter Netzplan. Übrigens rechts neben dem Ticketautomaten wird die Ecke für diesen Bahnsteig hier sein. Es wird sich hier wahrscheinlich nicht mehr ausgehen bei den, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 2, 4, 6, 8 Noppen, dass man hier noch ordentliche Bänke drauf gibt. Dann wird der Bahnsteig zu eng. Deswegen habe ich mir gedacht, kommt rechts neben dieses Tickethäuschen so ein kleiner Wartebereich, vielleicht auch verglast, so eine Wartehalle, wie man es kennt, und dann wird hier auch, wo diese Figuren liegen, die ich mir schon auf die Seite gelegt habe, wird hier mehr oder weniger der Stiegenübergang oder der Lift sein, der dann auf die andere Seite und natürlich auch nach oben geht, wo wir dann eigentlich ganz gut Platz haben, dass wir hier irgendwo eine Öffnung reinmachen und dann hier die Leute rausgehen können. Ich habe auch ein wenig hinten weitergearbeitet an der langen Seite, das zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal, da habe ich aber großteils nur aufgemauert. Wir sind ziemlich froh, dass wir uns damals so viele Mauersteine gekauft haben. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind. Das ist unser Archiv hier für alle Steine, wo wir sonst nicht wissen, wo wir sie hintun.
Aber wir haben ja 8000 hellgraue Mauersteine gekauft und da sind wir sehr froh, denn die gehen hier weiter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So sieht es jetzt auf jeden Fall mal aus hier. Ich hoffe, euch gefällt der Fortschritt. Das ist mal ein größerer Fortschritt hier. Da hat sich einiges getan, aber ich habe mir gedacht, ich muss euch hier was Vertretbares vorzeigen, sonst seid ihr enttäuscht und ich hoffe, das ist ungefähr so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie gesagt, wir haben ja hier noch jede Menge Platz. Die Längsseite hier wird auch noch bebaut, natürlich nicht zu exotisch und exklusiv, das wird eher ja, neutraler gehalten mit ein paar Sonderfeatures und ganz hinten, fast dort, wo Ritas Minifiguren-Container steht, haben wir dann ja natürlich auch noch den zweiten Bahnhof, wo die U-Bahn-Strecke umdreht. Das heißt, den werden wir dann vielleicht auch ein bisschen anders gestalten wie den hier, denn es ist ja auch in der Natur kein U-Bahnhof so wie der andere. Haben wir vielleicht hier noch sogar einen Übergang nach oben machen, dass man hier dann beim Hauptbahnhof raus kann. Ich weiß es noch nicht, das müssen wir uns noch ansehen. So sieht es auf jeden Fall jetzt momentan mal aus. Und ich denke, wir sind sehr zufrieden damit, oder Rita, was sagst du? Ja, ja, mir wird auch langsam warm. Ihr wird warm, das ist gut. Na gut, dann danke fürs Dabeisein. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr vom Baufortschritt haltet und dann sehen wir uns demnächst sicher mal wieder. Vielleicht dann auch schon mit einer fahrenden U-Bahn, wo wir die erste Testfahrt und die ersten Passagiere dann hier in der U-Bahn begrüßen dürfen. Ja. Bis demnächst und tschüss! Tschüss!